Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Petra, ich lese dir einen Satz vor. Vielleicht den berühmtesten ersten Satz der deutschsprachigen Literatur. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Ein Mann wacht auf und ist ein riesiges Insekt. Und das Verrückteste an diesem Satz ist, was danach nicht passiert. Kein Schrei, keine Panik, keine Erklärung. Gregor Samsas erster Gedanke gilt nicht seinem Körper, sondern seinem Job. Er macht sich Sorgen, dass er den Zug um 5 verpasst. Genau in diesem Moment, nicht in der Verwandlung selbst, sondern in dieser unheimlich sachlichen Reaktion darauf, liegt das ganze Geheimnis von Franz Kafka. Und deshalb lesen Menschen diese Erzählung von 1915 bis heute auf der ganzen Welt. Heute schauen wir uns die Verwandlung genauer an. Die Handlung, das große Thema der Entfremdung, die wichtigsten Deutungen und die Frage, warum ausgerechnet das Wort Kafkaesk in Dutzende Sprachen eingewandert ist und was diese 100 Jahre alte Geschichte mit unserem Arbeitsleben von heute zu tun hat. Dazu wie immer 20 Vokabeln auf B2 C1 Niveau, diesmal rund um Arbeit, Familie und Entfremdung. Los geht's! Bevor wir in die Geschichte einsteigen, ein paar Worte zu dem Mann, der sie geschrieben hat. Denn bei kaum einem Autor hängen Leben und Werk so eng zusammen. Franz Kafka, geboren 1883 in Prag, deutschsprachiger Jude in einer tschechischen Stadt, also gleich mehrfach ein Außenseiter. Tagsüber arbeitete er als Jurist bei einer Unfallversicherung, ein Büromensch mit Akten und Formularen. Nachts schrieb er. Und über allem stand die Figur, die sein Leben dominierte, sein Vater. Hermann Kafka, ein selbstgemachter Geschäftsmann. Laut, dominant, praktisch. Der Sohn. Dünn, sensibel, schreibend. Franz hat seinem Vater später einen über 100 Seiten langen Brief geschrieben, den berühmten Brief an den Vater, in dem er dieses Verhältnis analysiert. Der Brief wurde nie übergeben, aber wer ihn liest, versteht, warum in Kafkas Geschichten die Autoritätsfiguren so übermächtig sind. Die Verwandlung entstand 1912 in wenigen Wochen. Und jetzt zur Handlung. Sie ist schnell erzählt, denn Kafka braucht keine komplizierte Story, um alles zu sagen. Gregor Samsa ist Handlungsreisender, ein Vertreter, der Stoffe verkauft. Er hasst diesen Job. Das frühe Aufstehen, die Züge, die Oberflächlichkeit. Aber er macht ihn trotzdem, seit Jahren, ohne einen einzigen Krankheitstag. Denn seine Eltern haben Schulden beim Chef seiner Firma und Gregor zahlt sie ab. Er ist der Ernährer der ganzen Familie. Vater, Mutter, die 17-jährige Schwester Grete. Und dann, an einem ganz normalen Morgen, wacht er als riesiges Ungeziefer auf. Die erste Szene ist eine bittere Komödie. Draußen klopfen nacheinander die Mutter, der Vater, die Schwester und dann steht sogar der Prokurist der Firma vor der Tür, weil Gregor den Frühzug verpasst hat. Der kranke Angestellte liegt als Käfer im Bett und sein erster Besuch ist der Vorgesetzte, der ihm Vorwürfe macht. Als Gregor schließlich die Tür öffnet, er kann Türklinken nur noch mit dem Mund drehen, flieht der Prokurist, die Mutter bricht zusammen und der Vater treibt ihn mit einem Stock und einer Zeitung zurück ins Zimmer. Von diesem Moment an lebt Gregor eingesperrt in seinem Zimmer und die Erzählung beobachtet, wie sich die Familie verändert. Zuerst kümmert sich die Schwester. Grete bringt ihm Essen, räumt das Zimmer um, damit er an den Wänden kriechen kann. Aber die Fürsorge kühlt ab. Stück für Stück. Die Familie muss jetzt selbst arbeiten. Der Vater wird Bankdiener, die Mutter näht, Grete verkauft. Und siehe da, es geht. Die Familie, die angeblich völlig von Gregor abhängig war, kommt ohne ihn zurecht. Dann die berühmteste Szene. Gregor verlässt sein Zimmer, weil er die Musik hört. Grete spielt Violine für 3 Untermieter. Es ist der berührendste Moment der Erzählung. Das Tier ist der einzige im Raum, den die Musik wirklich bewegt. Aber die Untermieter entdecken ihn, kündigen empört, und für die Familie ist das der Wendepunkt. Grete, ausgerechnet Grete, spricht das Urteil: Wir müssen versuchen, es loszuwerden. Nicht mehr er, es. In derselben Nacht stirbt Gregor, geschwächt, verhungert und, wie Kafka nahelegt, auch weil er es selbst so will. Sein letzter Gedanke gilt der Familie in Rührung und Liebe. Am nächsten Morgen entsorgt die Putzfrau das Zeug. Und dann schreibt Kafka ein Bleien der kältesten Schlüsse der Literaturgeschichte.
Die Familie macht einen Ausflug ins Grüne, die Eltern bemerken, wie hübsch ihre Tochter geworden ist und denken, es sei Zeit, einen reifen Mann für sie zu suchen. Das Leben geht weiter, erleichtert. Ein Detail noch, das Kafka-Kenner lieben und das die ganze Tragödie in einem Bild erzählt: die Sache mit dem Apfel. Als Gregor zum zweiten Mal sein Zimmer verlässt, bombardiert ihn der Vater mit Äpfeln vom Esstisch. Dem Symbol des Familienlebens schlechthin. Einer bleibt in seinem Rücken stecken, niemand traut sich, ihn zu entfernen. Er verfault dort über Wochen und lähmt Gregor zunehmend. Die Wunde von der eigenen Familie, die niemand behandelt und über die niemand spricht. Man muss kein Literaturwissenschaftler sein, um zu spüren, wovon dieses Bild erzählt. Viele Leser sagen, der Apfel sei der eigentliche Grund für Gregors Tod. Nicht die Verwandlung, sondern das, was die Familie ihm danach angetan hat. Und noch eine bittere Ironie am Rande, die man leicht überliest: die 3 Untermieter, denen die Familie unterwürfig dient, und die Bedienstete, die Gregor am Ende einfach wegräumt. Die Familie Samsa behandelt Fremde besser als den eigenen Sohn. Anstand nach außen, Kälte nach innen, auch das ist eine sehr zeitlose Beobachtung. Kommen wir zum großen Thema, das über allem steht: die Entfremdung. Das Wort beschreibt einen Zustand, in dem einem das eigene Leben fremd wird, die Arbeit, die Beziehungen, am Ende der eigene Körper. Und Kafka zeigt alle 3 Formen in einer einzigen Geschichte. Erste Ebene: die Entfremdung von der Arbeit. Erinnern wir uns an Gregors ersten Gedanken nach dem Aufwachen. Ein Mensch, der sich in ein Insekt verwandelt hat, denkt: Was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt und wie komme ich jetzt zum Zug? Das ist grotesk komisch. Und genau das ist der Punkt. Gregor hat sich so vollständig mit seiner Funktion identifiziert, dass er selbst in der absolutesten Katastrophe nur noch in den Kategorien des Jobs denken kann. Kafka spitzt das zu. Gregor war schon vor der Verwandlung kein freier Mensch. Er arbeitet in einem Job, den er hasst, für Schulden, die nicht seine sind, für einen Chef, der auf dem Pult sitzt und von oben herab mit den Angestellten redet. Die Verwandlung macht äußerlich sichtbar, was innerlich längst passiert war. Er war schon lange kein Ich mehr, sondern ein Werkzeug. Zweite Ebene: die Entfremdung in der Familie. Und hier ist die Erzählung am schmerzhaftesten. Denn die Geschichte stellt eine furchtbare Frage: Wurde Gregor geliebt oder wurde seine Funktion geliebt? Solange er Geld nach Hause bringt, ist er der gute Sohn. In dem Moment, in dem er nicht mehr funktioniert, wird aus dem Sohn ein Problem, aus dem Problem eine Last und aus der Last am Ende ein S, das man loswerden muss. Erschütternd ist, wie höflich das alles geschieht. Die Familie sind keine Monster. Sie sind erschöpfte, überforderte, gewöhnliche Menschen. Der Vater wirft mit Äpfeln, einer bleibt in Gregors Rücken stecken und verfault dort. Eine Wunde, die nie heilt. Aber selbst diese Gewalt geschieht aus Angst, nicht aus Kalkül. Kafkas Pointe ist gerade, dass es keinen Bösewicht braucht. Gewöhnliche Erschöpfung reicht, um einen Menschen fallen zu lassen. Und die dritte Ebene: die Entfremdung von sich selbst. Gregor verliert Stück für Stück, was ihn zum Menschen machte. Seine Stimme, die anderen hören nur noch Tierlaute, während er glaubt, deutlich zu sprechen. Sein Geschmack, frisches Essen ekelt ihn, er mag nur noch Verdorbenes, seine Möbel, als Mutter und Schwester das Zimmer ausräumen, klammert er sich verzweifelt an ein Bild an der Wand, das letzte Stück seines alten Lebens. Diese Details sind deshalb so stark, weil die Erzählperspektive uns in Gregors Kopf einsperrt. Wir erleben alles von innen, einen wachen, fühlenden, liebenden Menschen, den von außen niemand mehr sieht. Die anderen sehen ein Ungeziefer. Wir hören seine Gedanken. Diese Lücke zwischen innen und außen, das ist vielleicht die genaueste Beschreibung von Einsamkeit, die je geschrieben wurde. Und der bitterste Satz zum Thema Stimme: Das war eine Tierstimme, sagt der Prokurist. Gregor versteht alle, aber niemand versteht ihn. Wer je in einem fremden Land war und in einer neuen Sprache um Worte gerungen hat, kennt eine milde Form dieses Gefühls. Man ist ein denkender Mensch und wird behandelt, als wäre man weniger. Nun die Frage aller Fragen: Was bedeutet die Verwandlung? Und das Schöne bei Kafka ist, er beantwortet sie nicht. Kafka erklärt nie. Genau deshalb gibt es so viele Deutungen und wir stellen euch die wichtigsten vor. Deutung 1, die biografische:
Gregor ist Franz, der Sohn, der sich unter einem übermächtigen Vater klein fühlt, der Künstler, der in der Familie als nutzlos gilt, der Mensch, der sich selbst als Ungeziefer sieht, weil er die Erwartungen nicht erfüllt. Kafkas Vater nannte übrigens einen jüdischen Schauspieler, mit dem Franz befreundet war, tatsächlich Ungeziefer. Das Wort kommt direkt aus dem Haus Kafka. Deutung 2. Die soziologische. Die Verwandlung zeigt, was mit einem Menschen in einer Leistungsgesellschaft passiert, der plötzlich nicht mehr leisten kann. Ersetze das Insekt durch Krankheit, Burnout, Behinderung oder Alter und die Geschichte funktioniert erschreckend unverändert. Wie schnell wird aus »Was bist du?« die Frage »Was bringst du?« und was passiert, wenn die Antwort nichts mehr lautet? Deutung 3. Die existenzielle. Die Verwandlung ist gar keine Verwandlung, sondern eine Enthüllung. Gregor wird nicht zum Ungeziefer. Er sieht endlich aus wie das, als dass er längst behandelt wird. Der Käfer ist die sichtbar gewordene Wahrheit über seine Stellung in Familie und Firma. Und Deutung 4, die man nicht überlesen darf. Die Geschichte als Befreiung, allerdings für die anderen. Man kann die Erzählung nämlich auch als dunkle Familienkomödie lesen. Erst als der Sohn ausfällt, fangen Vater, Mutter und Tochter an zu leben. Sie finden Arbeit, werden selbstständig, blühen auf. Kafkas Schluss im Sonnenschein ist dann keine Grausamkeit, sondern eine doppelte Wahrheit. Gregors Opfer hatte die Familie gelähmt und sein Tod befreit sie. Was das über Familien sagt, in denen einer sich für alle aufopfert, darf jeder selbst zu Ende denken. Eine Lesart sollten wir noch ergänzen, weil sie im Titel selbst versteckt ist. Die Erzählung heißt »Die Verwandlung«. Singular. Aber es verwandeln sich alle. Der müde Vater wird wieder zur Autoritätsperson in Uniform. Die kränkliche Mutter fängt an zu arbeiten. Und vor allem Grete. Sie beginnt als Mädchen, das heimlich weint, wird zur verantwortlichen Pflegerin, dann zur erschöpften Richterin. Und im letzten Bild streckt sie ihren jungen Körper, Kafkas Worte, der Zukunft entgegen. Manche Interpreten sagen deshalb, die eigentliche Verwandlung der Geschichte ist Gretes. Gregors Käfergestalt ist nur der Katalysator, an dem die ganze Familie ihre wahre Gestalt entwickelt. Wer die Erzählung ein zweites Mal liest, sollte sie einmal ganz aus Gretes Sicht lesen. Es ist ein anderes Buch. Wichtig ist noch ein Wort zur Form, denn Kafkas Stil ist die halbe Wirkung. Er beschreibt das Ungeheuerliche in der Sprache eines Versicherungsberichts. Ruhig, präzise, bürokratisch. Keine Ausrufezeichen, kein Grusel. Diese Diskrepanz zwischen dem Wahnsinn des Inhalts und der Kälte des Tons erzeugt das berühmte kafkaeske Gefühl. Etwas ist fundamental falsch, aber alle tun so, als wäre es ein Verwaltungsvorgang. Womit wir beim Wort wären, kafkaesk, eines der wenigen deutschen Literaturadjektive, das es in Dutzende Sprachen geschafft hat. Es beschreibt Situationen, in denen ein Mensch einer absurden, anonymen Macht ausgeliefert ist, ohne je zu erfahren, warum. Die Behörde, die ein Formular verlangt, das es nicht gibt. Der Prozess ohne Anklage, wie in Kafkas Roman Der Prozess. Die Hotline, die einen im Kreis verbindet. Kafka hat die Bürokratie des 20. Jahrhunderts vorausgeahnt wie kein zweiter, vermutlich weil er tagsüber selbst in ihr saß. Und jeder, der heute mit einer Ausländerbehörde, einer Versicherung oder einem automatisierten Kundendienst zu tun hat, weiß genau, warum dieses Wort unsterblich ist. Ziehen wir die Linien in die Gegenwart. Warum trifft diese Geschichte von 1915 heute noch einen Nerv? Erstens, die Identifikation über Arbeit. Und, was machst du so? Die erste Frage auf jeder Party. Unser Beruf ist zur Antwort auf die Frage geworden, wer wir sind. Gregor Samsa ist der Extremfall dieser Gleichung. Als die Funktion wegfällt, bleibt in den Augen der anderen nichts. Die moderne Angst vor Jobverlust ist selten nur eine Geldangst. Es ist Gregors Angst. Zweitens, Burnout. Gregor arbeitet 5 Jahre ohne einen Krankheitstag, für die Schulden anderer, gegen die eigene Erschöpfung. Die Verwandlung lässt sich als der Moment lesen, in dem ein völlig erschöpfter Körper schlicht den Dienst verweigert. Die radikalste Krankmeldung der Literaturgeschichte. Und die Reaktion der Umwelt ist auf beklemmende Weise realistisch. Der erste Besucher am Krankenbett ist der Vorgesetzte und seine erste Frage ist nicht, wie geht es Ihnen, sondern warum sind Sie nicht im Zug? Drittens, die Frage nach dem bedingungslosen Wert eines Menschen. Pflegende Angehörige kennen Gretes Weg von der liebevollen Fürsorge zur Erschöpfung aus eigener Erfahrung und niemand, der ihn kennt, urteilt leichtfertig über sie.
Kafka zwingt uns, beide Seiten gleichzeitig zu sehen. Den Menschen, der nicht mehr funktioniert und trotzdem ein Mensch bleibt. Und die Menschen um ihn herum, deren Kraft endlich ist. Und viertens, ganz aktuell, die Bewertungsgesellschaft. Gregor wird von allen Seiten taxiert, vom Prokuristen nach Verkaufszahlen, von der Familie nach dem Einkommen, von den Untermietern nach dem Wohnkomfort. Heute haben wir dafür Systeme, Bewertungen für Fahrer, Sterne für Lieferanten, Kennzahlen für Angestellte, Likes für alle. Die Frage, was bringst du, wird permanent und in Echtzeit gestellt. Kafkas Handlungsreisender, der 5 Jahre keinen Tag fehlen durfte, würde die Gig-Economy sofort wiedererkennen. Es gibt übrigens eine schöne Anekdote, die zeigt, wie Kafka selbst zu seinem Werk stand. Wenn er Freunden aus seinen anderen Texten vorlas, so berichten Zeitgenossen, musste er immer wieder lachen. Kafka fand seine Geschichten auch komisch. Diese Mischung aus Grauen und Groteske war Absicht. Wer die Verwandlung nur als düsteres Denkmal liest, verpasst die Hälfte. Ein Käfer, der sich Sorgen um seinen Fahrplan macht, ist eben auch eine Satire. Vielleicht ist das die eigentliche Zumutung dieser Erzählung. Sie gibt niemandem Recht und niemandem die Schuld. Sie fragt nur, leise und unerbittlich, was bleibt von der Liebe, wenn die Leistung verschwindet? Und jede Generation muss darauf ihre eigene Antwort geben. Wer die Erzählung übrigens lesen will, sie ist kurz, etwa 70 Seiten, und Kafkas Deutsch ist klar und präzise für B2-C1-Lerner gut zu bewältigen. Als deutschsprachige Originallektüre gibt es kaum einen besseren Einstieg in die Weltliteratur. Und jetzt die wichtigsten Vokabeln dieser Folge. 20 Ausdrücke auf B2-C1-Niveau. Ausdruck 1. Die Entfremdung. Bedeutung: der Zustand, in dem einem die eigene Arbeit, andere Menschen oder das eigene Leben fremd werden. Beispiel 1. Die Entfremdung von der eigenen Arbeit ist das zentrale Thema der Erzählung. Beispiel 2. Nach Jahren im Ausland spürte er eine leise Entfremdung von seinen alten Freunden. Ausdruck 2. Das Ungeziefer. Bedeutung: Insekten oder kleine Tiere, die als schädlich und ekelhaft gelten. Beispiel 1. Gregor Samsa erwacht als ungeheures Ungeziefer. Beispiel 2. Im Keller hatten sie mit Ungeziefer zu kämpfen. Ausdruck 3. Sich verwandeln. Bedeutung: die Gestalt oder das Wesen grundlegend verändern. Beispiel 1. Über Nacht hat sich Gregor in ein Insekt verwandelt. Beispiel 2. Die stille Studentin verwandelte sich auf der Bühne in eine selbstbewusste Sängerin. Ausdruck 4. Unerträglich. Bedeutung: so schlimm, dass man es nicht aushalten kann. Beispiel 1. Für die Familie wird Gregors Anwesenheit allmählich unerträglich. Beispiel 2. Die Hitze im Büro war im August unerträglich. Ausdruck 5. Der Ernährer. Bedeutung: die Person, die mit ihrem Einkommen eine Familie versorgt. Beispiel 1. Gregor ist jahrelang der alleinige Ernährer der Familie. Beispiel 2. Nach dem Unfall des Vaters wurde die Mutter zur Ernährerin. Ausdruck 6. Die Last. Bedeutung: etwas Schweres, das man tragen muss, körperlich oder emotional. Beispiel 1. Aus dem geliebten Sohn wird in den Augen der Familie eine Last. Beispiel 2. Die Verantwortung für das Projekt wurde ihm zur Last. Ausdruck 7. Die Schuld. Bedeutung: die Verantwortung für etwas Schlechtes, auch finanzielle Verpflichtung, die Schulden. Beispiel 1. Gregor arbeitet, um die Schulden seiner Eltern abzuzahlen. Beispiel 2. Niemand in der Erzählung trägt allein die Schuld an Gregors Ende. Ausdruck 8. Der Ekel. Bedeutung: ein starkes Gefühl der Abneigung gegen etwas Widerwärtiges. Beispiel 1. Die Mutter kann ihren Ekel beim Anblick des Sohnes nicht verbergen. Beispiel 2. Ekel ist eine der stärksten und schnellsten menschlichen Emotionen. Ausdruck 9. Die Fürsorge. Bedeutung: die aktive Sorge um das Wohl eines anderen Menschen. Beispiel 1. Gretes anfängliche Fürsorge kühlt mit den Wochen ab. Beispiel 2. Die Fürsorge für pflegebedürftige Angehörige kostet enorm viel Kraft. Ausdruck 10.
die Gleichgültigkeit. Bedeutung: das Fehlen von Interesse oder Mitgefühl. Beispiel 1: Auf die anfängliche Sorge folgt eine wachsende Gleichgültigkeit. Beispiel 2: Schlimmer als Hass ist oft die Gleichgültigkeit. Ausdruck 11: sich aufopfern. Bedeutung: die eigenen Bedürfnisse vollständig für andere zurückstellen. Beispiel 1: Gregor hat sich jahrelang für seine Familie aufgeopfert. Beispiel 2: wer sich ständig aufopfert, verliert leicht sich selbst. Ausdruck 12: die Erleichterung. Bedeutung: das Gefühl der Befreiung, wenn eine Belastung endet. Beispiel 1: nach Gregors Tod empfindet die Familie vor allem Erleichterung. Beispiel 2: mit großer Erleichterung hörte sie, dass die Prüfung bestanden war. Ausdruck 13: entbehrlich. Bedeutung: nicht notwendig, so, dass man darauf verzichten kann. Beispiel 1: die Familie beweist, dass Gregor als Ernährer entbehrlich war. Beispiel 2: niemand möchte sich im eigenen Team entbehrlich fühlen. Ausdruck 14: die Bürokratie. Bedeutung: ein System aus Verwaltung, Formularen und starren Regeln. Beispiel 1: Kafka kannte die Bürokratie aus seinem Alltag in der Versicherung. Beispiel 2: die Bürokratie bei der Anmeldung trieb ihn zur Verzweiflung. Ausdruck 15: Kafkaesk. Bedeutung: absurd und bedrohlich wie in Kafkas Geschichten, besonders gegenüber anonymen Mächten. Beispiel 1: der Termin bei der Behörde geriet zu einer geradezu kafkaesken Erfahrung. Beispiel 2: Kafkaesk ist eines der wenigen deutschen Literaturadjektive von Weltrang. Ausdruck 16: ausgrenzen. Bedeutung: jemanden aus einer Gemeinschaft ausschließen. Beispiel 1: die Familie grenzt Gregor Schritt für Schritt aus. Beispiel 2: wer anders ist, wird in Schulklassen schnell ausgegrenzt. Ausdruck 17: die Verzweiflung. Bedeutung: ein Zustand völliger Hoffnungslosigkeit. Beispiel 1: in seiner Verzweiflung klammert sich Gregor an das Bild an der Wand. Beispiel 2: aus Verzweiflung wandte sie sich schließlich an den Betriebsrat. Ausdruck 18: die Pflicht. Bedeutung: das, was man tun muss, weil es von einem erwartet wird. Beispiel 1: Gregor denkt selbst als Käfer zuerst an seine Pflicht. Beispiel 2: er verwechselte sein ganzes Leben lang Liebe mit Pflicht. Ausdruck 19: allmählich. Bedeutung: langsam und schrittweise. Beispiel 1: die Zuneigung der Familie verwandelt sich allmählich in Ablehnung. Beispiel 2: allmählich gewöhnte sie sich an das Leben in der neuen Stadt. Ausdruck 20: angewiesen sein auf. Bedeutung: jemanden oder etwas unbedingt brauchen, um zurechtzukommen. Beispiel 1: die Familie war jahrelang auf Gregors Einkommen angewiesen, glaubte sie. Beispiel 2: im neuen Land war er anfangs auf die Hilfe von Fremden angewiesen. Fassen wir zusammen. Die Verwandlung erzählt in 70 Seiten, was passiert, wenn ein Mensch aufhört zu funktionieren. Die Entfremdung von der Arbeit, von der Familie und von sich selbst. Kein Bösewicht, keine Erklärung, keine Rettung. Nur die leise, unerbittliche Frage, was von der Liebe bleibt, wenn die Leistung verschwindet. Vom übermächtigen Vater über die Leistungsgesellschaft bis zur radikalsten Krankmeldung der Literaturgeschichte und dem Wort Kafkaesk, das seither um die Welt gereist ist. Wenn ihr nur ein deutsches Buch im Original lesen wollt, nehmt dieses. Und jetzt seid ihr dran. Fühlt ihr euch manchmal entfremdet? Vom Job, von Menschen, von euch selbst? Und was tut ihr dagegen? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Kanal. Es gibt 2-mal pro Woche neue Folgen. Und hört auch in unsere Nietzsche-Folge rein. Selbstüberwindung ist das perfekte Gegenprogramm zu Gregor Samsa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.